Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Haus-Tutorial. Und es gibt mal wieder ein großes, modernes und wie ich finde ein richtig cooles Haus. Ich muss vorab sagen, ich habe mich bei diesem Haus bei einem Bild inspirieren lassen, was ich bei Google gefunden habe. Ich blende das jetzt mal kurz ein, dass ihr das seht. Und genau, also ich habe nur die Vorderseite gesehen, den Rest, also die Rückseite und sowas, die habe ich dann selber dazu erfunden. Und ich würde sagen, bevor wir das Ganze nachbauen, wie immer schauen wir uns das Ganze von allen Seiten an und gehen dann natürlich auch einmal kurz rein. Und ja, genau, machen wir das erstmal. Würde ich sagen, wir starten hier auf der Seite, eigentlich ist das sogar die Rückseite des Hauses, wo wir uns jetzt gerade befinden, weil der Eingang ist hier einmal rechts, das kann ich euch jetzt ja schon mal zeigen. Also hier unten haben wir den Eingang. Dann haben wir hier auf der Seite auf jeden Fall einen Pool und eine Treppe, wo man dann hochgehen kann. Hier auf diesem Bereich. Man hat oben noch eine dritte Etage mit so einer kleinen Dachterrasse. Hier auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, dass man hier unten einfach eine große Glasecke hat. Und oben dann die dritte Etage und ansonsten halt sehr viel Quarz und so etwas. Und ja genau, ich würde sagen, wir gehen einmal kurz rein und dann zeige ich euch, wie das Ganze von innen aussieht. Hier haben wir die erste Etage, hier fehlen auf jeden Fall noch Lampen, also da müssen richtig Lampen noch reingeballert werden. Dann kann man hier hoch in die zweite Etage, man hat hier relativ viel Platz, gerade hier könnte man so ein großes Wohnzimmer hinmachen oder so etwas. Und dann gibt es dann noch die dritte Etage, die so aussieht und dann kann man hier auch noch rausgehen auf diese Dachterrasse und so weiter. Genau, ich muss vorab sagen, das wird ein etwas längeres Video und das war gar nicht mal so einfach, das nachzubauen. Deshalb ist das Video auch so ein bisschen in Parts eingeteilt. Also ihr werdet es merken, immer wieder werden so ein paar Schnitte mit drin sein, die ich irgendwie reingepackt habe. Das war einfach, weil ich mir nicht alles gleichzeitig merken konnte. Aber ich denke mal, man wird trotzdem mitkommen. Und genau, holt euch irgendwie was Schönes zu trinken oder was zu essen oder keine Ahnung. Also ihr braucht auf jeden Fall Zeit. Und dann würde ich sagen, komm, fangen wir jetzt einfach mal an, das Ganze nachzubauen. So, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal hier an und die Materialien, die wir jetzt als erstes brauchen, sind einmal Quarz, grau gebrannten Ton und dann Quarztreppen, Quarzstufen und auch Steinstufen. Also das ist das, was wir als erstes einmal brauchen und was wir machen, ist, dass wir Quarz nehmen und einmal 4 Blöcke Quarz aufeinander setzen. Dann als nächstes gehen wir einmal von unten jetzt nach hinten weg, 7 Blöcke insgesamt, also einen haben wir ja schon, dann haben wir jetzt 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann gehen wir hier hin und setzen hier oben drauf nochmal eine ganze Schicht mit Quarz. Und dann gehen wir auf den obersten, also nicht hier drauf, sondern an den obersten und ziehen den genauso weit auch nach hinten weg, dass wir hier so eine Lücke drin haben. Und dann gehen wir ganz rechts hin und setzen hier noch einen Block hin. Und das war's dann erstmal. Beziehungsweise wir nehmen uns Quarzstufen und setzen die dann einmal noch hier oben drauf, dass wir hier so eine kleine Lücke haben. Dann als nächstes nehmen wir uns wieder Quarz und gehen ganz nach hinten hin und müssen einmal nach links weg. Und da brauchen wir insgesamt 12 Blöcke. Das heißt, einen haben wir ja schon und wir zählen ab 2 weiter bis 12. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Dass das Ganze so aussieht. Und dann gehen wir einmal hier auf die Vorderseite, also hier hin und gehen von dieser Ecke aus nach rechts weg. Und da brauchen wir insgesamt 8 Blöcke. Das heißt, wir zählen ab 2 weiter bis 8. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Genau, wenn wir das gemacht haben, würde ich sagen, nehmen wir uns einmal grau gebrannten Ton und gehen hier hinten an diese Ecke dran. Und genau dahinter, wenn wir hier einmal runterfallen oder runterspringen, dann setzen wir hier einmal Ton hin, ziehen rechts daneben noch einen Ton hin und nach links gehen wir jetzt noch 3 Blöcke weiter, also 1, 2, 3 Blöcke weiter, so. Und das Ganze ziehen wir jetzt einmal hoch auf eine Höhe von 3, also 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 und 2, 3. Und dann gehen wir hier einmal um die Ecke an dem Quarz, an der Quarzwand entlang. Und zwar so weit, bis wir an die Stelle kommen, wo hier oben diese Lücke aufhört.
Und dann setzen wir das Ganze auch alles auf eine Höhe von 3. Also von der Seite, wenn man guckt, dass hier komplett überall grauer Ton zwischen ist und hier auch. Genau, soweit erstmal. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns einmal Quarztreppen. So, und gehen hier ganz nach links hin an diesem Balken, den wir hier haben. Und ganz links außen, da fangen wir an, eine Treppe hinzusetzen, eine Quarztreppe. Rechts daneben eine und dann noch eine, also 3 Stück insgesamt. Dann gehen wir einmal da drunter und setzen umgedrehte Treppen da dran, also auch 1, 2 und 3. Und dann kommen vorne wieder 3 Treppen dran. Und dann wieder umgedreht an den hinteren Block 3 Treppen dran. Und dann vorne wieder 3 Treppen dran, 3 Treppen hier auf den Boden. Und dann da unten auch 3 umgedrehte Treppen. So. Dass wenn man von der Seite guckt, dass man hier so eine Treppe hat, wo man hier hochgehen kann. Dann nehmen wir uns als nächstes Quarzstufen und setzen jetzt hier, wo die Treppe aufhört, einmal 1, 2, 3 Quarzstufen hin. Und ziehen die einmal so entlang, dass wir hier so ein Quadrat haben. Und dann nach rechts hinweg machen wir noch 1, 2 Stufen hin. Hier 2 und hier 2. Dass es so wie eine Art kleinen Steg ergibt. Und dann fangen wir einmal an, dass wir hier in die Ecke gehen und Steinstufen hinsetzen. Und zwar setzen wir hier in die Ecke eine Steinstufe, gehen nach links weg. Insgesamt brauchen wir 7 Blöcke oder 7 Stufen. Also einen haben wir schon, dann nehmen wir 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und jetzt müssen wir nach unten gehen. Und da brauchen wir... Oh, sorry, es sind 6. Den letzten müssen wir abreißen. Wir müssen, genau, das sind nur 6 hier an der Stelle. Und dann ziehen wir das einmal runter. Und zwar brauchen wir hier insgesamt 11. Also einen haben wir schon, dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Und dann brauchen wir nach rechts insgesamt 7. Also einen haben wir, dann 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und dann ziehen wir das einmal hoch. Und das müsste hier an der Wand enden. Also hier sind es auf jeden Fall 7 und ich dachte, da oben sind es auch 7, aber ich habe vergessen, dass wir hier einen weg haben. Also sind das dort nur 6. Genau, und dann haben wir diesen ganzen Bereich schon mal. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir in diesem Pool einmal das ganze Gras rausreißen und da dann gleich schon mal Wasser einsetzen. Beziehungsweise so ein paar Blöcke müssen wir vorher dann noch ändern. Also hier zum Beispiel seht ihr, wo das Quarz nach unten geht, müssen wir einmal hier die Erde rausreißen. Stattdessen muss dort dann Quarz hinkommen. Und hier auf der Innenseite reißen wir dann auch einmal die ganze Erde raus, ersetzen die auch mit Quarz. So. Und hier dann auch einmal das Gras ersetzen mit Quarz, damit das Ganze vernünftig aussieht. Und dann müssen wir einmal noch eine ganze Schicht rausreißen und einen vernünftigen Poolboden hier reinsetzen. Und ich würde sagen, dafür... Man kann Lapis Lazulis nehmen, wenn euch das zu teuer ist. Man kann auch einfach Quarz nehmen oder blaue Wolle. Aber ich nehme einfach mal Lapis Lazulis, weil ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man das als Poolboden hat. Einfach weil das blau ist, genauso wie das Wasser. Aber genau, wenn ihr im Kreativmodus seid, könnt ihr das auch machen. Aber sonst, wenn ihr im Survival-Modus seid und euch das zu teuer ist, dann nehmt einfach blaue Wolle oder einfach Quarzboden, das geht auch. Und dann nehmen wir uns einmal Wasser und setzen das hier komplett rein, sodass wir hier ein stilles Gewässer haben. Und damit haben wir hier dann den Pool auch schon mal. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Ich habe ja gesagt, dass wir das Haus heute mal so ein bisschen Schritt für Schritt bauen werden. Und da brauchen wir erstmal wieder Quarz. Und ich würde sagen, wir fangen mal hier links bei der Treppe an. Und wir haben ja hier einen Quarzblock und wir gehen einmal nach hinten weiter. Insgesamt brauchen wir hier 10 Blöcke. Das heißt, wir zählen ab 2 weiter bis 10, weil wir ja schon einen haben. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und wenn wir das gemacht haben, ganz hinten gehen wir dann einmal 4 Blöcke hoch. Also 1, 2, 3, 4 weitere, die wir da draufsetzen. Und dann gehen wir von hier einmal nach vorne weg und da brauchen wir wieder insgesamt 10. Das heißt, ab 2 zählen wir weiter bis 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und die beiden müssen jetzt einmal übereinander sein und genau das passt, das haben wir hier, also das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut.
Ähm, Was wir dann als nächstes machen, ist, dass wir einmal hier an den Rand gehen und diese Linie, die wir hier haben, da haben wir ja insgesamt 8 Blöcke, und das müssen wir einmal weiterziehen auf insgesamt 15. Das heißt, wir gehen hier einfach weiter und zählen ab 9 weiter, weil wir 8 schon haben, ab 9 bis 15. Also 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Und dann ganz außen gehen wir einmal 4 weitere Blöcke hoch, also 1, 2, 3, 4. Und gehen dann nach links weg, insgesamt 12 Blöcke, das heißt ab 2 zählen wir weiter bis 12. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Das heißt, hier sind 3 Blöcke, die übrig bleiben und genau das muss auch so sein. Und von hier gehen wir jetzt einmal in Richtung Hausmitte, also nach hinten weg. Insgesamt brauchen wir hier 7 Blöcke, das heißt, wir gehen dahinter, zählen ab 2 weiter bis 7. Also 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und dann gehen wir einmal nach links, also wir jetzt von hier einmal nach links rüber, bis sich das da hinten verbindet. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, müsste das genau connecten und genau das tut es, also perfekt einmal diese Verbindung machen und dann passt es erstmal. Ja, genau. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir einmal hier beim Pool hier oben auf das Quarz drauf gehen und ihr seht ja hier diese grauen Blöcke, die wir hier haben und wir gehen auf den zweiten Block und setzen da ein Quarz hin und ziehen diesen dann einmal nach hinten weg und zwar genau bis wir hier an der Stelle sind, wo wir das hier hinten dran connecten können. Und genau das machen wir dann auch. Also wir ziehen das dann einmal rüber bis hierhin. Also diese beiden Linien, die müssen sich einfach treffen. Und wenn wir das Ganze connected haben, dann fangen wir an, diesen ganzen Bereich, den wir jetzt markiert haben, einmal mit Quarzblöcken auszufüllen. Das heißt, wir nehmen einfach Quarzblöcke und hauen überall Quarzblöcke rein. Und das dauert jetzt einen kleinen Moment und damit haben wir dann eine Fläche, die einerseits ein Dach ist oder eine Überdachung und andererseits dann der Boden schon für die nächste Etage bzw. ein Balkon. Genau so. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir einmal hier hinten hin und ihr seht ja, wo dieser Quarz hier auf den Boden geht. So, ich klicke nochmal von außen hin, dass ihr eine bessere Orientierung habt. Also hinten links hin und hier ziehen wir einmal Quarz bis ganz nach rechts rüber, also bis hierhin. Und dann noch eine Schicht und noch eine Schicht und dann noch eine vierte und letzte Schicht, so dass wir auf der gleichen Höhe sind wie hier. Und dann gehen wir einmal hier hinten an die Wand dran, ganz nach links. Und jetzt nehmen wir uns Glas und müssen ein bisschen abzählen erstmal. Und zwar lassen wir einen frei, 2 frei, 3 frei, 4 frei. Und auf den 5., also hier auf den 5. Block, setzen wir einmal Glas hin und ziehen das Ganze nach vorne weg und zwar noch, also einen haben wir, dann haben wir einen zweiten, dritten, einen vierten, einen 5. und einen 6. Genau 6 Blöcke weit ziehen wir das und gehen dann einmal nach rechts und zwar 1, 2, 3 Blöcke erstmal. Nachher muss das noch ein bisschen weiter gemacht werden, aber wir lassen es erstmal an dieser Stelle bis hierhin. Dann gehen wir hinten an die Wand dran und ziehen noch ein zweites Glas hin, ein drittes Glas nach oben und dann einmal Quarz da oben drauf. Und das Quarz ziehen wir dann nach vorne weg, bis sich das hiermit verbindet. Und diesen ganzen Bereich, den wir jetzt markiert haben, da kommen dann einmal komplette Quarzblöcke hin. Genau so, dass das Ganze so aussieht bis jetzt. Was wir jetzt noch machen, ist, dass wir einmal, jetzt muss ich genau gucken, wie wir das am besten machen, dass wir hier, wo das Glas ist, wenn wir uns oben drauf stellen, im Prinzip hier auf das Glas, dann gucken wir uns hier die Wand an, oben und ziehen da 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke raus und gehen nach links weg bis hierhin und ziehen dann hier auch einmal komplett Quarz rein, dass wir hier so ein Quarzdach haben. Also im Prinzip nur da, wo kein Glas ist, da haben wir dann hier diese Lücke erstmal frei.
Genau, aber so wichtig ist das gar nicht. Ich will nur nachher dort Quarzstufen hinmachen, damit man innen im Haus ein bisschen mehr Platz hat. Das ist eigentlich alles. Genau, so als nächstes würde ich sagen, gehen wir einmal hier nach unten hin. Und ihr seht ja hier, wo wir diesen Ton haben. Und da nehmen wir einmal Ton und ziehen den nach rechts weiter. Und insgesamt möchte ich hier 12 Blöcke haben. Also einen haben wir ja schon. Und dann heißt es, wir zählen weiter ab 2 bis 12. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und dann ziehen wir das Ganze hoch auf eine Höhe von 3. Also noch eine Schicht da drauf und noch eine dritte Schicht drauf. Ups. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir uns einmal Quarzblöcke und ziehen die komplett oben auf diesen Ton drauf. So. Bis nach vorne. Und dann gehen wir noch 2 weiter, connecten das nach links und machen dann diese Lücke auch mit Quarzblöcken zu. Und dann sieht das bis jetzt erstmal so aus. Dann außerdem gehen wir hier einmal zum Pool und zwar hinter dem Pool. Hier haben wir diese graue Wand. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir nicht hier direkt am ersten, sondern am zweiten Block von der grauen Wand hier einmal diese Erde rausreißen und da nach hinten weggehen. Insgesamt 6 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und da setzen wir stattdessen Quarz hin, also 6 Quarzblöcke. Und dort kommen dann einmal Glasscheiben drauf und dann ziehen wir die auch bis ganz nach oben, also bis hierhin, 3 Blöcke hoch. So, und dann Glasscheiben auch da drauf. So, dann haben wir hier schon mal die Glaswand. Dann gehen wir einmal schon mal in diese Richtung und setzen hier, keine Ahnung, 3 Glasscheiben hin als Orientierung, dass wir wissen, so in diese Richtung geht es nachher weiter. Und genau, soweit haben wir dann erstmal den zweiten Part und dann gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. So, für den nächsten Schritt nehmen wir als erstes einmal wieder Quarz und gehen hier ganz nach rechts hin. Und ihr seht ja hier, wo das auf den Quarz drauf geht. Hier ziehen wir einmal 2 weitere Blöcke raus und ziehen das dann hoch auf eine Höhe von 4, also bis hierhin. Und dann nehmen wir diese 2 Schichten und ziehen das einmal hier komplett entlang bis nach vorne, bis sich das hiermit verbindet. Dann gehen wir einmal hier rein in diesen Rahmen, den wir gesetzt haben und nehmen uns Glasscheiben und setzen jetzt auf der Innenseite, also hier ganz innen, einmal Glas hin und ziehen das nach links weg. Und zwar brauchen wir da insgesamt, also einen haben wir, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Genau, bei 9, da bleiben wir dann erstmal stehen und können dann eigentlich schon mal die zweite Linie draufsetzen und die dritte gleich auch. So, und dann sieht man schon, in welche Richtung das geht. Genau, dass wir hier einmal so dieses große Glasfenster haben. Außerdem würde ich sagen, diesen Ansatz, den wir hier gemacht haben mit dem Glas, das ziehen wir dann auch noch einmal höher, also dass wir das insgesamt schon auf 3 ziehen. Das heißt, überall wo Glas ist, kommen nochmal 2 Glasscheiben oben drauf. Ups, so und hier und da. Genau, so als nächstes gehen wir dann einmal hier, wenn wir von oben drauf gucken, dann seht ihr hier also hier wo die Glasscheibe hier oben in das Quarz übergeht und dort nehmen wir einmal Quarz und ziehen das nach vorne weg, also das ist der dritte von der Seite und hier diese Kante nehmen wir dann auch einmal und ziehen die hier entlang und so lange bis die beiden sich verbinden, also dass es hier so eine Verbindung gibt und der ganze Rest, den wir jetzt so ausgefüllt haben oder umrandet haben, den füllen wir dann einmal aus mit Quarzblöcken, dass wir hier so komplett überall Quarzblöcke haben. Was wir dann als nächstes machen, ist, dass wir einmal hier ganz nach rechts gehen, diese untere Kante nehmen und die nach hinten wegziehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Blöcke das sind, aber wir ziehen die erstmal so weit, wie es geht und von hier diese Kante nehmen wir auch und ziehen die einmal ganz durch und dann so lange, bis die sich verbinden, also dass es hier so eine Ecke gibt. Und das gleiche machen wir dann hier oben auch einmal, also wir ziehen die rüber. Ich kann das hier einmal kurz für euch zählen, also es sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
und 16 Blöcke auf dieser Seite. Also das hier sind 16 und hier sind das dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Das heißt, insgesamt ist unser Haus auf einer Fläche von 16 mal 26 Blöcken. Genau, wenn wir diese beiden Verbindungen gesetzt haben, dann können wir einmal schon mal hier auf die Innenseite gehen und das Ganze ein bisschen verstärken, indem wir innen nochmal eine Schicht von Quarzblöcken setzen, bis auf die Ecke und dann auch einmal rüberziehen. So, bis hier dran und dann noch eine Schicht, also dass wir insgesamt 3 Blöcke haben in beide Seiten. Also hier, wenn man drauf geht, dass das Ganze 3 Blöcke breit ist und wenn man um die Ecke geht, dass hier auch 3 Blöcke breit sind. Genau, dass wir das einmal schon mal haben. Und genau, damit sieht man schon so ein bisschen, wie die Struktur vom Haus verlaufen wird. Ich würde sagen, was wir jetzt machen können, ist, dass wir jetzt diesen ganzen inneren Bereich, den wir jetzt frei haben, hier kommen jetzt überall Quarzstufen hin. Also nicht Quarzblöcke, sondern Quarzstufen, die wir auch auf die Oberkante dran setzen. Und dann machen wir das einmal komplett dicht, würde ich sagen. Genau, das heißt, wir ziehen jetzt einfach komplett Quarzstufen rein. Und während ich das hier mache, könnt ihr das natürlich gleichzeitig bei euch, bei eurem Haus dann auch machen. Und dann sind wir wahrscheinlich ungefähr gleichzeitig fertig. So. Dauert einen kleinen Moment. Gleich haben wir es aber. So, wenn man sich nicht verbauen würde. Und so, die letzte Schicht. Perfekt, damit haben wir jetzt hier diese Zwischenetage. Und genauso können wir jetzt eigentlich auch schon mal hier oben hingehen und genau das gleiche auch nochmal machen. Das heißt, dass wir hier einmal die ganze, also alles was frei ist auf der Oberkante, einmal die Quarzstufen nehmen und das komplett zuziehen. So, ist sogar eine relativ große Fläche, merke ich gerade. Aber es muss halt gemacht werden und sobald wir das haben, hat das Haus auch sofort eine viel bessere Struktur und man sieht, wie das Ganze verläuft. Also so, einmal hier. Ihr könnt das ja nebenbei auch einfach machen. So. Und hier den ganzen Bereich dann natürlich auch. So, hier noch entlang und hier und gleich haben wir es geschafft. So, perfekt, genau. Und dann sieht das Ganze von außen nämlich schon mal so aus und ihr seht, also das Haus hat sofort eine viel bessere Struktur und genau, dann würde ich sagen, wir können schon mal hier hingehen an diese Glasscheibe, die wir hier haben und die einmal in Richtung Hausinneres weiterziehen und zwar 1, 2, 3 weitere, 4 weitere Blöcke, würde ich sagen. Dann ziehen wir da noch einmal Glasscheiben drauf und dann hier oben auch nochmal. Dann nehmen wir uns grau gebrannten Ton und setzen den einmal hier hinter 3 Blöcke hoch und dann noch einmal grau und dann noch einmal grau und dann müssen wir einmal nach links weitergehen und zwar würde ich sagen, wir nehmen da 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke und ziehen das dann auch hoch auf eine Höhe von 3. Und dann nehmen wir uns Glasscheiben und ziehen hier einmal den Rest nach links mit Glasscheiben zu und hier oben dann natürlich auch. So, dass wir hier diese Glasscheiben haben. Und dann seht ihr, haben wir dort so eine graue Wand, die das so ein bisschen trennt. Und genau, soweit erstmal an dieser Stelle. Im nächsten Schritt kommen wir dazu, dass wir hier oben auf dem Dach nochmal die nächste Etage draufpacken. Und da fangen wir einmal an, dass wir hier nach links vorne an diese Ecke dran gehen und dort einmal nach rechts hin 7 Quarzblöcke draufsetzen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Genau, sieht erstmal ein bisschen merkwürdig aus, dass es hier abrupt abbricht, aber nachher ergibt das ein bisschen Sinn. Dann gehen wir einmal hier an die schräg rechts davon, diese Ecke, also nicht daneben und nicht hier neben, sondern hier schräg dort einmal hin
und setzen Glas dahin, also eine Glasscheibe und dann nach rechts eine zweite Glasscheibe, eine dritte. Dann habe ich eine graue Glasscheibe genommen und die hier hingesetzt. Also ihr könnt das nachher wegmachen, wenn ihr das nicht wollt. Also man kann auch normales Glas nehmen. Ich habe einfach eine graue genommen. Dann nach rechts noch ein weiter und noch ein Glas. Also dass man insgesamt hier 6 Stück hat. Also hier 1, 2, 3, dann ein grauen und dann 2 normale. Dann brauchen wir einmal grau gebrannten Ton und ziehen davon 3 Stück hier hin. Und dann gehen wir hier rechts hin und setzen wieder normale Glasscheiben hin. Und zwar 3 normale, eine graue und dann wieder 3 normale. Genau, soweit erstmal hier auf dieser Seite. Dann müssen wir einmal nämlich hier herumgehen und ich muss gerade mal kurz das Bild wechseln, weil ich hier gerade nicht alles parat habe. Genau, wenn wir dann hier auf der Seite sind, dann gehen wir einmal auf diese Linie entlang bis auf die hintere Seite und nicht auf den letzten, sondern einen davor. Also genau hier setzen wir dann ein Glas hin und dann noch ein zweites Glas, also jetzt wieder in diese Richtung vom Haus, ein zweites Glas und ein drittes Glas. Dann brauchen wir einmal grau gebrannten Ton und setzen davon 4 Stück hin, also 1, 2, 3, 4. Dann nehme ich wieder normales Glas und setze 3 Stück dahin, dann wieder gebrannten Ton und jetzt nach rechts hin 6 Blöcke, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und dann noch ein Block nach oben. Und jetzt würde ich erstmal überall da, wo wir die grauen Blöcke haben, ziehen wir das Ganze auf eine Höhe von 3. Das heißt, 2 haben wir jetzt und 3. Das gleiche hier auch nochmal auf 2 und auf 3. Und hier auch einmal auf 2 und auf 3. Dann gehen wir hier einmal auf diese Seite hin, also das ist von vorne aus die rechte Seite und ziehen hier einmal 1, 2, 3 normale Gläser hin, dann einen grauen und dann wieder 2 normale. Dann haben wir das auf der Seite schon mal fertig und hier auf dieser Seite ziehen wir hier einmal Glas komplett bis hier hinten dran. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir überall, wo wir Glas haben, das gleiche Glas nochmal oben drauf packen. Das heißt, hier ziehen wir noch eine zweite Linie hin und eine dritte. Und das machen wir jetzt überall. Das ist ein bisschen anstrengend, weil man immer ganz genau zielen muss. Und da, wo man graue darunter hat, da mache ich dann nochmal graue darüber und ansonsten halt die normalen. Wie ihr seht, also man hat hier einfach so einen grauen Streifen drin. Ich wollte einfach ein bisschen Abwechslung ins Glas bringen. Das ist eigentlich alles. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr stattdessen auch ganz normales Glas nehmen. So, genau, dann hier natürlich das gleiche. Also wir machen das jetzt überall. So, ich lasse erstmal die grauen kurz weg und dann mache ich die nachher nochmal dahin. So, hier und hier. Das ist echt mega anstrengend, weil man immer ganz genau klicken muss. So, und alles natürlich auf eine Höhe von 3. Und hier dann auch. So, hier ist es leichter, wenn man normale Blöcke als Orientierung hat. Und dann die grauen, die ziehen wir dann natürlich auch komplett hoch. So, wenn wir das haben, dann nehmen wir uns als nächstes einmal Quarzblöcke und setzen diese überall oben drauf. Also sei es graue Wand oder Glas, egal was, wir ziehen überall Quarzblöcke drauf, dass wir hier so ein Rechteck haben letztendlich. So. Und wenn wir das haben, setzen wir außen überall noch eine Schicht Quarz dran. Das heißt komplett außen herum nochmal eine Schicht Quarz. So bis hierhin, also wenn man von oben guckt, seht ihr überall sind 2 Blöcke breit. Und dann gehen wir einmal, wenn wir von vorne drauf gucken, links hin und setzen hier nochmal eine Linie Quarz dran. Also das ist hier 2 Blöcke überragt, aber das ist auch die einzige Seite. Und ansonsten können wir eigentlich schon mal hingehen, Quarzstufen nehmen und jetzt in der Mitte überall oben an die Oberkante Quarzstufen dran setzen, damit das Dach hier dicht ist. So, dauert jetzt auch einen kleinen Moment, wobei so groß ist die Fläche jetzt auch nicht. Und dann haben wir hier oben unser kleines schickes oder unsere kleine schicke dritte Etage.
So, was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir so ein paar Türen reinbringen. Und ich habe das so gemacht, dass wir hier oben zum Beispiel, wenn wir hier auf dieser Terrasse sind, dass man einmal in der Mitte hier diese zwei Gläser rausreißt und dann habe ich graue Glasscheiben genommen und hier 2 Stück dran gesetzt und hier 2 Stück dran gesetzt und dann sieht das so aus, als ob das so eine offene Tür ist, so eine offene Glastür. Genau, und dann habe ich auch nochmal graue Glasscheiben genommen und die jetzt hier oben, nicht ganz am Rand, sondern ein weiter nach innen. Hier habe ich graue Glasscheiben entlang gezogen und dann einmal bis hier an diese Kante, also nicht bis ganz an den Rand, sondern bis hierhin und dann ist das einmal hier rüber gezogen bis dahin und dann hat man hier oben so ein Geländer und so eine kleine Dachterrasse. So, dann würde ich sagen, kommen wir hier hin auf diese zweite Etage und hier können wir eigentlich schon mal Quarzblöcke nehmen und diese komplett hier am Rand entlang ziehen. Bis an die Ecke dran und dann auch komplett hier bis da dran. Und dann machen wir das gleiche nochmal und dann gleich nochmal. Also insgesamt, dass es eine komplett solide Wand ist. So, und dann verändern wir da gleich nochmal eine Kleinigkeit dran. Und zwar gehen wir jetzt einmal hier hinten an die Ecke. Also es sieht alles jetzt ziemlich stumpf aus und wie so ein richtiger Block. Weil ich das nicht so cool fand, habe ich einfach hier diesen Block rausgerissen und nach links hin. Also 1, 2, 3 und 4. Und dann haben wir hier 1, 2, 3 und 4 Blöcke in diese Richtung. Also das einfach alles rausgerissen. Stattdessen Quarzstufen genommen. Und diese einmal hier drauf gesetzt. Dann darunter diese Schicht. Hier reißen wir genau das gleiche ab. Also 4 Blöcke und hier auch insgesamt 4 Blöcke. Und dann stattdessen Quarzstufen dran. Und dann das gleiche noch einmal. Das heißt, wir reißen die raus und setzen Quarzstufen dahin. Und dann seht ihr schon, hat man hier so ein kleines Muster, was in der Wand drin ist. Und ja, das ist einfach nur, damit man so ein bisschen Abwechslung hat. Genau, soweit erstmal an dieser Stelle. Als nächstes kümmern wir uns einmal um die erste Etage und da fehlt uns eigentlich nur noch dieser Bereich, den wir hier schließen müssen und da gehen wir einmal an diese Ecke dran, wo wir das Glas haben und ihr seht schon, wir haben hier 2 Blöcke mit Glas bzw. Quarz darunter und das Ganze müssen wir einmal erweitern auf insgesamt 10. Das heißt, wir fangen an, hier nach links Gras rauszureißen. Also wie gesagt, 2 haben wir schon, dann haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und da setzen wir jetzt überall Quarz rein und dann einmal Glasscheiben da drauf und dann hier oben an der gleichen Stelle auch nochmal Glas und hier dann natürlich auch nochmal Glas. So bis hierhin. Dann brauchen wir wieder grau gebrannten Ton und setzen den einmal links daneben und brauchen insgesamt 5. Also einen haben wir, dann haben wir 2, 3, 4 und 5. Das ziehen wir dann auch 3 Blöcke hoch insgesamt. Dann gehen wir hier einmal nach links, also um die Ecke herum und setzen 2 Blöcke Ton hin, ziehen das Ganze auf eine Höhe von 3. Dann eine Eichenholztür, und zwar eine Doppeltür, die da reinkommt. Dann umranden wir das Ganze mit grauem Ton und ziehen den Ton nach links bis hier dran. Und das Ganze auch auf eine Höhe von 3, dass man von der Seite hier einfach mal diesen kleinen Eingang hat. Ich weiß, der ist jetzt so ein bisschen unscheinbar, gerade auf dieser Seite des Hauses, aber wenn man dann drumherum geht und sieht, wie das Haus auf der anderen Seite aussieht, hat man hier auf der Rückseite, wo dann der ganze Garten und so etwas ist, dort halt die ganze Aussicht und auf der Vorderseite ist es einfach relativ unscheinbar, aber etwas Krasses, was sich dahinter verbirgt. Und ja, an sich sind wir damit fertig mit dem Haus, aber ich würde sagen, wir machen gleich nochmal so ein paar Kleinigkeiten, sowas wie Treppen zum Beispiel oder vielleicht ein paar Dekorationen noch mit rein. So, die Treppe, die war ein bisschen komplizierter sogar, als ich gedacht habe und deshalb zeige ich euch einfach mal, wie ich die ganze Treppe gemacht habe und ich würde sagen, ich fange erstmal oben an, also in der obersten Etage. Und da habe ich das so gemacht, dass ich einmal hier an die graue Wand ganz nach rechts hingegangen bin und dort 2 Blöcke Quarz dran gesetzt habe und das dann nach oben verbunden habe. Oben müsst ihr dann einmal die Stufen rausreißen und stattdessen auch die Wand da reinziehen. Dann reißt ihr einmal hier auf der Hinterseite diese 4 Stufen raus und diese Stufe. Und hier auf diese 3 habe ich dann Eisengitter drauf gesetzt.
und dann hier die Treppe reingesetzt. Und zwar brauchen wir erstmal hier oben eine Treppe. Das heißt, so, hier kommt die erste Treppe hin. Dann habe ich einen Quarzblock hier hingesetzt. Dann eine Treppe dort dran. Dann muss hier vor einmal eine Treppe und da eine Treppe hin. Also dass man hier insgesamt so hoch gehen kann. Und dann geht es um die Ecke einmal komplett hoch. Und dann habe ich hier auf der Rückseite nochmal umgedrehte Treppen dran gesetzt. So, beziehungsweise den habe ich weggelassen. Also so, dass man hier so das Ganze hat. Genau, hier noch eine umgedrehte Treppe dran und hier kann man dann noch so eine Quarzstufe dran setzen, damit da nicht so eine Lücke ist, wenn man hier so hoch geht. Und ja, was ich dann empfehlen würde, ist, dass man hier im Hintergrund irgendwie noch ein Regal oder sowas um die Treppe herum setzt, gerade damit man hier nicht runterfallen kann, weil so ansonsten ist es eigentlich richtig dumm. Genau, dann als nächstes gehen wir einmal runter in die untere Etage, so, ich mache das einmal wieder heile. Und dann haben wir ja hier den Eingang und direkt rechts hier habe ich die Treppe hingesetzt. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich erstmal eine Quarztreppe genommen habe und die hier hingesetzt habe. Also ihr seht, dahinter ist noch ein Block frei und rechts auch. Und dahinter setzen wir dann einen Quarzblock hin. Und dann gehen wir nach links weg und machen dort eine Treppe hin, noch eine Treppe hin. Hier oben müssen wir dann einmal die Stufen rausreißen und diese auch, sodass man hier hochgehen kann. Die Stufe kommt weg und stattdessen kommt da eine Treppe hin, also dass es hier einmal so abgeschlossen ist. Und dann habe ich noch Quarzblöcke genommen, die einmal hier links neben die erste Treppe gesetzt, bis ganz nach oben gezogen, und zwar müsst ihr das dann hier einmal ersetzen. Dann nach links eine Quarz, noch einen zweiten Quarz und das dann auch wieder hochgezogen. Hier oben müsst ihr das dann wieder ersetzen, also die Stufen mit einem Block. Hier habe ich die Stufe ersetzt mit einem Block und habe Glasscheiben hier zwischen gesetzt. Außerdem könnt ihr hier hintergehen und dann einmal umgedrehte Treppen hier dran setzen. Beziehungsweise hier oben kann man es dann eigentlich lassen und dann irgendwie eine Truhe hier reinsetzen oder keine Ahnung was. Also hier unten zum Beispiel könnte man irgendwie sich eine Truhe packen und die dort reinstellen. Man kann die auch öffnen und dann hat man hier so ein kleines Lager unter der Treppe und das Ganze so ein bisschen sinnvoll genutzt. Außerdem habe ich hier rechts noch 2 Blöcke hingesetzt und eine Stufe da drauf. Und dann hat man hier so eine kleine Ablage oder so etwas. Man könnte es theoretisch auch so hochziehen und dann da irgendwie einen Topf draufstellen. So, wo haben wir einen Topf und dann irgendwie eine Pflanze da rein tun. Zum Beispiel so ein Kaktus. Ne? Ihr wisst ja, dass ich Kakteen liebe. Gerade in Minecraft so. Und dann hat man hier eine ganz schicke Treppe mit einer kleinen Dekoration. Und den müssen wir mal abreißen. Ich weiß gar nicht, wieso war da jetzt ein Block? Keine Ahnung, so ist ja egal. Jedenfalls hat man dann hier so eine kleine Dekoration. Was ihr sonst natürlich machen müsst, ist hier einmal den Boden zu verändern. Ihr wollt nicht auf Gras leben, sondern Birkenholz, glaube ich, wäre zum Beispiel richtig cool. Und dann natürlich müssen hier Lampen rein. Also alles ist noch ziemlich dunkel. Gerade hier unten, also da müssen auf jeden Fall irgendwo Lampen rein. Jetzt ist es verbuggt und nee, okay, das passt. Und auch hier, also ihr seht in dieser Ecke, es ist mega dunkel. Also hier seht ihr den Unterschied, wenn ich einen Block wegreiße oder hinsetze. Also hier muss auf jeden Fall mit Licht was gemacht werden, aber das kriegt man ja hin. Dann ballert man einfach so ein paar Glowstones oder Fackeln oder wie auch immer hier rein. Und ja, sonst würde ich sagen, das war's dann erstmal mit diesem Haus-Tutorial. Und falls euch das Ganze gefallen hat, wäre es richtig cool, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und postet gerne euer fertiges Haus auf Instagram, markiert mich auf euren Bildern oder schickt mir die per private Nachricht, einfach um zu sehen, dass ihr das Ganze nachgebaut habt. Das wäre ganz cool, und sonst würde ich sagen nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.